Dass Batterien im Winter schlechter starten, wird jedes Jahr im Herbst wieder ein Thema. Aber was macht Hitze mit Batterien? Und wie sieht es aus mit der Leistung von Antriebs- und Versorgungsbatterien bei Kälte? Und was kannst du im Sommer tun, damit deine Batterie auch im Winter funktioniert? Das sind Fragen, die werden wir jetzt mit Stefan klären. Ja, Stefan, was hat es mit Batterien und Temperaturen auf sich? Ja, Batterien erzeugen ihren Strom in einem chemischen Prozess. Das heißt, ich habe ein Elektrolyt, ich habe eine aktive Masse, die zwei reagieren zusammen und dann kommt irgendwann Strom aus den Polen. Jede chemische Reaktion ist natürlich temperaturabhängig. Je höher die Temperatur ist, desto schneller läuft die Reaktion ab, desto besser läuft die Reaktion ab. Je niedriger, desto langsamer. Das heißt für die Batterie, dass sie halt eben im Sommer schneller und mehr produziert an Strom wie im Winter unter kalten Temperaturen. Das heißt im Endeffekt, dass ich eigentlich im Sommer eine hyperaktive Batterie habe. Bei höheren Temperaturen produziert sie mehr. Und im Winter habe ich halt eben eine, so wie so ein Faultier, die schläft dann so ein bisschen vor sich hin und produziert weniger Strom, weil sie weniger Energie zur Verfügung hat. Bei Hitze ist die Reaktion schneller. Das heißt für die Batterie, dass sie halt unter Belastung und unter Hitze mehr gast. Ja, das heißt, die Reaktion fällt extremer aus. Die Gasung ist schlecht für die Batterie, weil das Gas halt eben an den Entgasungsstopfen rausgeht. Ich habe einen Elektrolytverlust und mit diesem Elektrolytverlust geht halt eben auch einher, dass die Batterie schneller altert, schneller ihre Leistung verliert, schneller aussteigt. Eigentlich das, was wir vermeiden wollen, indem wir die Batterie pflegen. Wir haben zusätzlich den Effekt, dass halt einfach auch die elektrischen Verbraucher darunter leiden, wenn also unter hohen Temperaturen die Batterie mehr Strom liefert, als es sein soll. Die Temperatur spielt also eine Rolle für die Leistung und auch für den Schutz der Batterie, oder? Ja, also dauerhaft hohe oder extreme Temperaturen, kalt oder warm, spielt da keine Rolle. Ist schlecht für die Performance der Batterie. Dauerhaft hoch eigentlich schlechter, weil durch diese dauerhaft hohen Temperaturen, wie gesagt, also das Elektrolyt schneller verfliegt und ich schnellere Alterung der Batterie habe. Dauerhaft tief ist auch nicht gut, weil halt eben die Reaktion dauerhaft verlangsamt wird. Das heißt, die Batterie stellt wesentlich weniger Strom zur Verfügung, wie sie eigentlich könnte. Und wird dadurch, weil die Verbraucher ja den gleichen Strom brauchen wie vorher, trotzdem genauso belastet. Ja, also beides ist nicht gut. Man sollte also das tunlichst vermeiden, dass man unter Extrembedingungen diese Batterien betreibt. So, also was ist genau zu beachten? Ja, bei der Batterieauswahl halt einfach gucken, was nehme ich für eine Batterie. Ja, ist es eine offene Variante, ist es eine geschlossene Variante? Nehme ich vielleicht eine, die komplett verschlossen ist? Ja, je nachdem, was ich für Betriebsbedingungen dann habe. Man muss halt eben gucken, was ist da geeignet für welche Anwendung. Man muss halt eben auch gucken, kann ich irgendwas beeinflussen? Das ist ja immer die Frage. Ja, also den Einbauraum im Auto kann ich nicht beeinflussen. Ja, wenn also direkt unter dem Motorblock die Batterie sitzt, dann ist das eben so. Dann kann ich nur versuchen, diese Temperatureffekte, die da auftreten, mit Hilfsmitteln zu vermeiden. Bei dauerhaft tiefen Temperaturen, ich sage jetzt mal Skandinavien und so weiter, da wird oft die Batterie eingepackt in eine Schutzfolie, in so eine Schutzmatte auch, so eine Temperaturmatte, um einfach da ein bisschen die Temperatur in der Batterie zu halten. Viel mehr kann man eigentlich nicht tun. Im Sommer ist es halt so, dass Batterien getestet werden, laut DIN und laut EN bei bis 40 Grad. Ja, und bei minus 20 Grad hört es dann auf. Ja, das ist also die Range, in der sich die Batterien wohlfühlen, in der Betriebsbereich auch ist. Ja, wärmer oder kälter ist halt dann einfach schädlich für die Batterie. Was zu beachten ist, wenn man halt eben im Winter zum Beispiel eine Batterie laden möchte, dann sollte man das nicht bei minus 8 Grad draußen direkt am Auto tun, sondern möglichst die Batterie ausbauen und dann auf Raumtemperatur kommen lassen und dann das Ladegerät anhängen, damit die Batterie auch entsprechend die Ladung aufnehmen kann. Ja. Mehr kann man eigentlich nicht tun. Ja, dann als Resümee fassen wir noch mal kurz für unsere Zuschauer zusammen. Batterien haben einen Wohlfühlbereich, also einen gewissen Temperaturbereich von minus 20 bis minus 40. Das ist so der Bereich, wo sie, ich sage mal, geordnet arbeiten. Alles andere darüber hinaus wird dann ungeordnet. Und diese extremen Bedingungen beeinflussen natürlich dann auch die Performance der Batterie. Auch die Lebensdauer natürlich, nicht nur die Performance, sondern halt eben auch die Dauer des Lebens. Ja. Vielen Dank, Stefan. Intakt Battery Power. Immer die passende Batterie.